Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. In diesem Video zeige ich euch mal die Bordstein-Absenkfunktion von euren Außenspiegeln und ich habe das Ganze hier mal für euch simuliert, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Ihr seht hier schon mal eine relativ hohe Bordsteinkante, scharfkantig, und wenn man da jetzt mit seinen Alufelgen oder Reifen drankommt, könnte es tatsächlich auch zu einem Schaden führen. Und ich glaube, die Situation kennt irgendwie jeder von euch. Ihr müsst irgendwo einparken und ihr müsst es möglichst gerade machen und da kommt man schon mal mit dem Reifen ein bisschen dran. Und dann wäre es natürlich cool, wenn man irgendeine Funktion im Auto hätte, wo man diese Bordsteine besser sehen kann. Und genau das zeige ich euch in diesem Video, was ihr also drücken müsst, damit ihr diese Bordsteine möglichst gut im Blick habt. Bevor ich euch zeige, welche Taste ihr drücken müsst, damit das Ganze funktioniert, müsst ihr allerdings wissen, dass nicht jeder Mazda diese Funktion hat, diese Bordsteinabsenkfunktion, sondern eben nur Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung. Das ist relativ einfach, das sind meistens Autos mit Teile-Ledersitzen oder mit Vollledersitzen. Hier zum Beispiel mal, seht ihr es, hier haben wir einen Vollledersitz und ihr habt diese typischen Tasten an der Seite, mit denen man die Sitzposition verstellen kann. Das ist also mal Voraussetzung Nummer 1. Es gibt aber auch einige ältere Modelle, die nicht über diese Funktion verfügen. Deswegen gibt es noch eine zweite Voraussetzung. Also ihr braucht also die elektrische Sitzverstellung plus die Optik hier von dieser Spiegelverstellung. Also es muss genauso ausschauen, auch bei euch. Einklappfunktion, Spiegel links, Spiegel rechts. Habt ihr eine andere Optik in eurem Auto, wird es nicht funktionieren. Kann natürlich sein, dass Mazda zukünftig Modelle einführt, die diese Funktion auch besitzen, die dann hier anders aussehen werden. Aber Stand heute ist es eben so. Und wie das Ganze nun funktioniert, setze ich mich gleich mal hier rein und zeige euch, was ihr drücken müsst. Ich habe jetzt schon mal den Motor gestartet und wenn ich rückwärts fahren will, muss man natürlich den Rückwärtsgang einlegen. Ich habe jetzt hier ein Automatikfahrzeug. Normalerweise funktioniert das natürlich auch bei Schaltung ganz genauso. Ja, und dann denkt ihr euch vielleicht, Mensch, hier links ist ja eine Bordsteinkante relativ nah dran. Da wäre es doch jetzt toll, wenn man eine Bordsteinabsenkfunktion hätte. Wie funktioniert das nun? Ihr nutzt also diese Spiegeltasten, mit denen ihr den linken und den rechten Spiegel auswählen könnt. Normalerweise benutzt man die Taste, um die Position auf die Körpergröße einzustellen. Und jetzt nutzen wir die Taste, um die Absenkfunktion zu nutzen. Achtet jetzt mal drauf, ich nehme jetzt mal den linken Spiegel, weil links die Bordsteinkante ist. Der Spiegel ist jetzt in meine Körpergröße positioniert und jetzt drücke ich hier auf die linke Spiegeltaste. Und ihr seht schon, der Spiegel fährt jetzt ein ganzes Stückchen nach unten. Die Lampe leuchtet zur Kontrolle, dass ihr wisst, okay, der ist aktiv, der Spiegel. Und jetzt, wenn ich die Tür zumachen würde, würde ich also schön die Bordsteinkante sehen. Super Sache. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch rechts das Ganze machen. Was macht ihr? Ihr drückt einfach auf rechts drauf, also ihr müsst jetzt nicht links extra nochmal deaktivieren. Ja, wird man schwer einfangen können. Ich drücke jetzt einfach mal rechts drauf. Und schon geht der Spiegel dann eben rechts nach unten, zeigt mir die Bordsteinkante. Eine tolle Funktion, finde ich. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie noch relativ weit von dieser Bordsteinkante entfernt seid oder die irgendwie eine ungewöhnliche Form habt, könnt ihr natürlich diese Position, die jetzt eingestellt ist, ein bisschen verändern. Macht ihr ganz normal wie beim Spiegel auch. Einfach hier ein bisschen rechts, links, oben, unten. Also das könnt ihr wirklich justieren, wie ihr wollt. Ihr solltet nur wissen, alles, was ihr jetzt verändert, wird nicht gespeichert, sondern diese voreingestellte Bordsteinfunktion ist fest vorprogrammiert, abhängig von eurer Körperposition. Kann man nicht verändern. Okay, das ist jetzt die eine Sache, dass ihr also situativ reagiert, dass ihr, ja, wenn ihr rückwärts fahrt, das einfach einschaltet und normalerweise eben normale Spiegelposition möchtet, was die meisten wollen. Ihr könnt es aber natürlich auch einfach immer eingeschaltet lassen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier immer links aktiv lassen, das tut dem Auto nicht weh. Und jedes Mal, wenn ihr dann eben rückwärts fahrt, wird automatisch die Bordsteinfunktion genutzt. Könnte zum Beispiel jetzt beim rechten Spiegel sinnvoll sein. Ich bin allerdings ein Fan davon, es einfach auszuschalten und dann zu nutzen, wenn ich es wirklich brauche, weil beim Rückwärtsfahren stört es mich fast ein bisschen, wenn es dann zu tief ist. Ja. Ich würde mich freuen, wenn euch dieser Tipp gefallen hat. Vielleicht kanntet ihr ihn ja noch nicht. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über ein Like von euch. Denkt auch dran, unseren Kanal zu abonnieren. Das freut uns immer sehr. Wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr übrigens immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten danke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video.